Jetzt kommt so langsam der spannende Moment. Wird die Drohne abrauchen, wenn ich sie das erste Mal an eine Batterie stecke, oder wird sie es überleben? Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich bin schon richtig gespannt und wir werden sehen. Willkommen zurück, Drohnenfreunde, zu meinem zweiten Teil meines DJI Air Unit 3 Builds mit dem Master 5 HD Frame und dem F7 V3 Stack von SpeedyBee. Im heutigen Teil geht es ausschließlich um die Komponenten und die Einbauten in den Frame. Bist du an dem Frame erstmal direkt interessiert, dann kannst du natürlich auch erstmal das erste Video anschauen, in dem wird der Frame und seine Eigenschaften unter die Lupe genommen. Bist du nur interessiert an den Endresultaten, das heißt wie der Copter zum Schluss fliegt oder wie er konfiguriert wird oder getuned wird, dann kannst du auch natürlich dieses Video überspringen und gleich zum dritten übergehen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Komponenten an und bauen sie mal in den Frame ein. Ja, ich werde mit dem ESC anfangen, das hat SpeedyBee so empfohlen in der Anleitung, und zwar weil die Anschlusskabel, die Stromanschlusskabel am besten von unten angelötet werden, und das ist besser, wenn ich das jetzt gleich mache am Anfang, dass ich ihn dann später hier schon draufsetzen kann. Deswegen starte ich jetzt mit den Pads, mit den Plus und Minus. Ja, ich habe den Anschluss für den XT60 jetzt an den ESC angelötet und den Kondensator. Hierbei gab es zu beachten, dass man am besten die Kabel unten am ESC anlötet. Tut die Sache ein bisschen schwieriger gestalten, weil man den nicht schon in den Frame einbauen kann und drauflötet, sondern muss ihn erstmal irgendwie so auf den Tisch legen und dann direkt anlöten. Da hat man schlechten Halt. Das ist so, dass man das machen sollte, weil der Anschluss in der Top-Plate ist nur ein ganz kleines Stück von dem ESC entfernt. Das heißt, man möchte ja so einen 90-Grad-Winkel hier bekommen, und das geht dann eher, wenn man die Kabel unten anlötet, dann hat man ein bisschen mehr Platz. Ansonsten ist noch zu beachten, dass die Kabel nicht länger als 2 cm, maximal 2,5 cm lang sein sollten. Ansonsten bekommt man auch Schwierigkeiten, die Kabel wirklich so zu biegen, dass dann der Anschluss wirklich schön in die Top-Plate passt. Zur Spezifikation gibt es nicht allzu viel zu sagen. Er ist mit BLHeavy 32 vorinstalliert. Er kann 50 Ampere konstante Leistung liefern, die auch dann auf 55 Ampere kurz hochgedrückt werden kann, aber ich glaube nur 5 Sekunden. Dann das Protokoll, um ihn zu betreiben, ist ein D-Shot-Protokoll, entweder 300 oder 600, und sein Gesamtgewicht beträgt 19,2 Gramm. Ansonsten die Kühlplatte, die ist wunderschön gestaltet worden, aber ehrlich gesagt sieht man die später dann nicht. Deswegen tut das jetzt eigentlich nichts zur Funktion hinzu, aber es sieht trotzdem mal ganz gut aus. Ja, dann was kostet er? Ich glaube, man kann ihn derzeit für ca. 58 Euro, also knapp unter 60 Euro auf jeden Fall bekommen. Und zwar direkt auf der Homepage bei SpeedyBee. So, ich werde jetzt weitermachen. Ich werde jetzt die Motorpads hier verzinnen
und dann auch schon den Einbau der Motoren. Und dazu baue ich mir den ESC in den Frame ein. Das ist dann einfacher. So. Oder auch nicht. Da habe ich jetzt eine stabile Auflage. Und verziehen jetzt erstmal die Pads. So, als nächstes baue ich erstmal die Motoren an oder einen Motor. Ich den erstmal aus. Ja, ich habe die Xing 2 2207 1855 kV Motor. Warum die? Ich finde die richtig gut. Und zweitens hatte ich ein mega Angebot, was ich dann nicht ausschlagen konnte. Ich habe das Viererpack für 60 € bekommen und deswegen mich für diese Motoren entschieden. So, ich baue den erstmal an den Frame. So, die Motoren sind drin. Ich werde jetzt weitermachen mit dem hinteren Teil der Drohne, sprich GPS-Modul, GPS Crossfire und die DJI Air Unit. Bei der DJI Air Unit bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das Kamerakabel führe, ob ich das über dem FC später führe oder nochmal hier den ESC etwas anhebe und dann das Kamerakabel unter dem ESC durchführen werde. Ich werde es gleich sehen, wie es am besten passt und lasse mich selbst davon überraschen. Beim Bestellen des Frames sollte man gleich mit darauf achten, dass man das 17 cm lange DJI Air Unit Kabel mitbestellt. Und hier kann man das ganz einfach draufstecken. Ist eigentlich gar kein Problem, das auszutauschen.
So, als nächstes möchte ich den FC einbauen. Dafür nehme ich aber ein längeres Kabel als das Standard, was da dabei ist, weil der FC sonst verkehrt rum im Gehäuse sitzen würde. Und ja, man könnte es zwar später dann drehen, im Betaflight zum Beispiel, aber man kann auch hier gleich das längere Kabel benutzen. Das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher. Vor allem die anderen Komponenten sind dann auch so eingelegt hier in dem Frame, dass man dann leichter mit den Steckverbindungen an den EFC drankommt. Jetzt kann man auch schon gleich die Air-Unit mit anschließen. Einfach das Kabel nehmen, was an der Air-Unit ist, und in den FC stecken an der gekennzeichneten Stelle. Da kann man eigentlich überhaupt nichts verkehrt machen. Ja, jetzt der Crossfire Receiver von TBS. Da ist jetzt auch nichts Neues dabei. Einfach die Steckverbindung vom FC benutzen. Da gibt es auch nicht viel zu beachten, höchstens vorher beim Löten, dass man die richtigen Farben quasi wie in dem Bild oben an die richtige Stelle lötet. Dann kann man dann einfach nur die Verbindung hier zusammenstecken. Dasselbe gilt dann auch noch für das GPS-Modul. Am besten einfach das mitgelieferte Kabel benutzen und einfach die GPS mit dem entsprechenden Port auf den FC verbinden. Hier einfach nochmal darauf achten, dass wirklich die Reihenfolge der Kabels richtig ist. Jetzt nochmal den Buzzer auf dem FC angelötet. Normalerweise sind das zwei Anschlüsse, einmal Minus und einmal Plus. Aber mein Buzzer ist ein bisschen anders. Der hat noch eine extra Batterie drin und dadurch hat er 3 Anschlüsse. Da hole ich mir einfach nochmal einen Ground, der dafür nötig ist, einfach vom FC. Einfach einen Anschluss, wo ein G drauf ist, verbinden. Jetzt nur noch alles verschrauben, alles festschrauben und die Topplatte drauf, und dann sollten wir soweit fertig sein. Und fertig. So, hier mal zum Vergleich mit einer anderen Drohne. Das ist jetzt die Nutschool Evoke V2. Die ist schon um einiges kleiner von der Länge her. Deswegen müsste die Speedy Bee definitiv etwas schwerer sein. So, nochmal das Gewicht gemessen. Da kommen wir auf ein Gesamtgewicht jetzt von 436 Gramm und die Nutschool Evoke auf 429 Gramm.
Dadurch, dass auf die SpeeDB ja keine GoPro mehr kommt, sollte sich das mit dem Gewicht natürlich verbessern und am Ende dann 130 Gramm leichter sein als die Evoke. Ja, es ist soweit. Die Drohne ist fertig, alle Komponenten sind eingebaut. Und ja, was gibt es noch zu berichten für den Einbau? Eigentlich nicht besonders viel. Außer vielleicht, dass der ESC verkehrt rum ja drin sitzt, weil der XT60-Anschluss hier vorne in der Drohne ist und nicht hinten wie üblich. Deswegen muss man dann später in der Konfiguration darauf achten, dass man entsprechend die Motoren einstellt. Der FC ist wiederum richtig eingebaut, weil da habe ich ja dieses lange Kabel genommen. Nehmt ihr dann das kurze Anschlusskabel dafür, da müsst ihr dann später auch dran denken, in der Konfiguration, dass der FC auch verkehrt rum drin sitzt. Gut, jetzt kommt so langsam der spannende Moment. Wird die Drohne ab, braucht man sie das erste Mal an eine Batteriestrecke oder wird sie es überleben? Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, ich bin schon richtig gespannt und wir werden sehen. Ja, bevor ich jetzt hier das erste Mal Strom drauf gebe, werde ich so einen Short-Saver dafür verwenden. Der fängt jetzt schon mal ab, wenn man einen Kurzschluss gelötet hat oder irgendein Löttropfen irgendwo drüber gelaufen ist, dann kann er uns vor dem Zerstören des FCs oder ESCs retten. 100%ig kann man sich natürlich nicht drauf verlassen, aber man ist schon relativ sicher. Auf jeden Fall besser als ohne, sage ich mal. So, jetzt wird es spannend. Ich verbinde erstmal die Batterie, den LiPo mit dem Smoke Stopper und schalte den mal ein. Den kann ich noch auf 2 Ampere oder 1 Ampere einstellen. Ich denke mal, zum ersten Test sollte 1 Ampere lang. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Wichtig ist natürlich, wenn ihr jetzt erstmal Strom reinsteckt, dass ihr definitiv die Propeller ablasst, nicht aufmacht. So, dann schauen wir mal, was passiert. Und jawohl, ist komplett hochgefahren. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich sehe sogar hier auf dem FC die Batterieanzeige. Die Batterie ist voll geladen. Kann man hier schön überprüfen. Da braucht man nicht mal mehr ein Strommesser. Ja, bis jetzt sieht alles gut aus. Der Piepser hat auch funktioniert. Der ist ja einer mit Akku. Das heißt, wenn ich jetzt den Strom rausziehe, müsste er trotzdem noch funktionieren. Jawohl, macht er auch, er piepst und nach einer Minute wird er richtig laut. Stoppen kann man den, wenn man dann relativ zeitnah wieder den Strom anschließt und dann rauszieht, und jetzt sollte der Pieper aufhören. Macht er auch. Bis jetzt sieht alles hervorragend aus, dass alles funktioniert. Als nächstes kommt die Konfiguration dran. Ja, ich hoffe, euch hat das Video zu dem Aufbau der Drohne gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, den Like-Button zu drücken und natürlich auch den Abo-Knopf und die Klingel. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video, in dem es dann geht, diese Drohne zu konfigurieren. Das heißt, komplettes Setup der Drohne, wie ich meine Drohne tune, dann die entsprechenden Testflüge und natürlich auch zu guter Letzt ein bisschen Drohnen-Footage. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Fliegen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!